Ralf. Ich habe jetzt ein Workout hier mit dir gemacht. Wir waren ja am Golfplatz davor und jetzt habe ich ein Workout mit dir durchgemacht. War richtig gut. Wie gesagt, wie oft machst du Workout, würdest du sagen, in der Woche? Ja, also als ich aktiv war, also Bodybuilding-Wettkämpfe mitgemacht habe, damals Mr. Universum, lange her, 1986. Ja. Da habe ich schon 3 bis 4 Stunden am Tag trainiert und dann auch 5 mal 6 Mal die Woche. Heute ist es mehr so, dass ich 4 bis 5 Mal trainiere. Allerdings nicht bis zu 3 oder 4 Stunden, sondern ich trainiere eine Stunde, manchmal eine Stunde 20 oder so, sage ich jetzt mal. Und mache ein Programm aus mehreren Muskelgruppen. Also ich trainiere so wie nennt man das nochmal, im Circle. Ja? Also so 4, 5 verschiedene Übungen. Für Brust, für Rücken, für Arme, für Beine und so weiter. Wobei ich mit den Beinen dann meistens anfange. Du bist ja jetzt ein Veganer, was eigentlich sehr interessant für mich ist. Wie lang bist du das jetzt schon? Ja, so die letzten 5 Jahre. Ich habe auch, es hat eine Weile für mich gedauert, bis ich soweit war. Ja, man fängt nicht gleich. Es gibt Leute, die machen von heute auf morgen nicht, aber das sind ganz, ganz wenige. James Cameron war einer davon gewesen, der hat von heute auf morgen wurde dann Veganer, das ist schon lange her. Ich habe das stufenweise erstmal gemacht. Okay. Ich kam durch einen Freund dazu, der 200%ig vegan war und der dann mir auch immer dann teilweise die Bilder oder Videos zuschickte von den Tieren, wie gequält werden, wie sie gequält werden und die Haltung beim Schwein, bei den Hühnern, überall in dem Bereich, natürlich beim Schwein als auch bei den Rindern. Klar, genau. Und das hat sich dann irgendwann immer verfestigt, weil es so viele andere Alternativen gibt. Ne? Ja. Der Gorilla und der Elefant sind auch Pflanzenfresser und sind groß und stark. Ja. Und man muss einfach mal so ein bisschen umdenken. Ja. Und deshalb sage ich, versucht wenigstens einmal die Woche vegan. Vegan heißt ja nichts anderes als pflanzlich, nichts mehr. Wir sind mit Karotten und Spinat und allem groß geworden. Das haben wir nach wie vor auch. Aber was ich sage ist, man sollte jetzt das Fleisch vielleicht auf 50% erstmal reduzieren. Und klar, es steckt auch im Fisch und auch im Hühnchen noch genügend Metalle und nicht Sachen drin, die unbedingt gesund sind. Aber man soll das mal so ein bisschen nach unten stufen. Wenn einmal einen Tag schon schaffst, vegan, also nur pflanzlich zu essen, ist es schon erfolgreich. Und in Zukunft würde ich sagen, versuchen weniger, weil es geht ganz klar auf die Arthrose. Es gibt Arthrose, es gibt Gicht. Die Adern, die Sehnen werden verdichtet, alles. Prostatakrebs wird gefördert dadurch, gerade beim Mann. Also gerade ab 50 und dann in die 60er rein ist es sehr gefährlich, zu viel Fleisch zu essen halt. Interessant. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so veganisch zu essen ist ja leichter hier in Kalifornien. Aber wenn du jetzt dann in Deutschland bist, so überall Metzgerei und so, wie ist es dann da für dich? Ist das schwerer, oder? Ja, es gibt auch schon Restaurants, die Schlauen, die sagten, oh, der Möller macht uns das Geschäft kaputt, wir haben ein Steak vegan und so weiter. Da kann ich nur sagen, Leute, die sollen wenigstens 2 Gerichte mal vegan anbieten und dann 2 vegetarisch. Also auf der Karte ist was anbieten. Ich bin keiner, mit mir können auch die Leute rausgehen, die Fleisch essen. Also die müssen jetzt nicht sagen, boah, mit Möller gehen die essen. Ja, da muss ich aufpassen, was ich esse. Wir reden einmal darüber und wenn sie es dann trotzdem machen, ist es deren Sache. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt überwiegend, in meinem Falle verzichte ich auf Fleisch. Das ist vielleicht, habe ich mal einmal gegessen, wenn Arnold Geburtstag hat, weißt du, und er macht Steak drauf schmeißt. Manchmal dann noch dann habe ich vielleicht mal eins bisschen angeschnitten. Aber nur einmal pro Jahr. Aber ich habe mir das ganz abgewöhnt. Also wie gesagt, ich versuche möglichst nicht tierische Produkte zu essen. Ich sage nicht, dass ich esse zu 80%. Ich esse also auch schon, als wären die 100%igen Veganer sagen, man ist nur schwanger, halb schwanger gibt es nicht. In dem Fall ist es richtig. Aber wir haben auch ein Buch rausgebracht, das heißt Vegan Gladiator. Mit dem eins zusenden. Das heißt nicht, wer das kauft, es soll nur anbieten, was es alles auch an veganen Gerichten gibt. Verstehst du, was du vegan essen kannst, was man pflanzlich essen kann. Da wird man auch satt, bekommt unheimlich Proteine von den Erbsen, von den Linsen, Bohnen. Da ist das überall drin. Wo kriegst du dein Protein her? Musst du dann viel so Shakes
manchmal nehmen? Oder ich meine, das Fleisch ist ja auch das Protein und du bist ja Bodybuilder. Wo kriegst du da dein richtiges Protein her? Ja, das kriege ich schon also über die pflanzliche Ernährung her. Geht das? Okay. Ja, auf jeden Fall. Du gibst, und das zeigt das Buch eben halt auch oder viele andere Bücher. Man kann aber auch heute mal einfach auf Google gehen, gibt einfach mal an, vegane Gerichte, da gibt es das auch. Da wird einem alles erklärt. Und da werdet ihr euch wundern, ja, wie viel Protein, reines Protein man zu sich nehmen kann, konzentriert. Und es muss nicht immer unbedingt Fleisch sein. Ja? Okay. Das finden wir da heraus. Ja? Und du wirst dich wundern, wo überall Proteine drin sind. Ja? In den Linsen, in den Kichererbsen, you name it. I mean, im Brokkoli, überall. Also du musst nicht Tofu, isst du Tofu dann auch manchmal? Kannst du auch rein tun. Okay. Ich esse aber auch mal mein Ei, ja, mein Rührei esse ich auch schon mal. Genau. Und wie also gesagt, Eier machst du manchmal. ja, auf jeden Fall. Oder dann auch mal meine Oatmeal. Genau. Ja, Oatmeal ist auch immer gut mit Früchten und so, genau, kann man auch also alles immer essen. Also es gibt genügend Sachen. Was ich damit sagen möchte, wenn man Beschwerden hat, wenn man Gliederschmerzen, Knochenschmerzen oder extreme immer wieder Muskelschmerzen Inflammation hat, dann sollte man auf die Ernährung achten. Ja. Glaubt mir, die Ernährung der Erfolg ist 80%. Ja. 20% ist Workout, ist Training. Genau. Aber große Golfer, Formel-1-Fahrer, große Athleten im Football, im Baseball, im Soccer, im Fußball, sind viele Veganer dabei. Und die bringen Höchstleistung. Und in die Richtung sollte man tendieren, gerade wenn man nachher älter wird. Du bist ja noch jetzt jung mit 40, aber nachher, wenn du so Ende 40, 50, 60 in diese, ich sage mal, Last Chapter reingehst, ne, so wie ich jetzt gerade bin. Ja. Aber du siehst, ich bin 65. Und damals haben die immer erzählt, wenn der Möller mal 55, 50 ist, dann hängt der Bizeps bis zur Kniekehle. Ich bin heute besser in Form. Ich habe damals immer 122 oder 23 Kilo. Und wie gesagt, Leute, der Bizeps ist auch mit 65 noch da und nichts hängt bis zur Kniekehle. Also du siehst, es sind immer so Vorurteile, Leute wissen es nicht, aber wir können wirklich was machen. Du bist der Beweis dafür, das sieht man. Und wie gesagt, ist ein Gericht, jetzt, wenn du jetzt mal, das du total vermisst. Das ist ein Gericht, das ist ein Steak, oder wenn du mal jetzt in Deutschland bist oder deine Mutti was machst, da ein Gericht, das du jetzt total vermisst irgendwie. So, naja gut, ich habe, Mutter kocht jetzt nicht mehr, die ist jetzt nicht mehr so damit, aber die ist 88, aber was sie immer damals gemacht hat, waren Rouladen gewesen mit Rotkohl, Gemüse. Ich habe immer noch so ein bisschen Apfelmus dazu gegessen und danach gab es dann Schokoladenpudding mit Schlagsahne. Das war es dann immer noch. Das waren die Memories. Und nee, das ist schon gut. Guck mal, ich habe auch 40, 45 Jahre lang immer Fleisch gegessen. Ich will jetzt nicht das Fleisch so unbedingt verteufeln. Es ist eben halt natürlich, aber es ist nun mal so, dass die Tierhaltung grausam ist, dass man, wenn man weniger Fleisch isst, auch mehr für die Umwelt tut. Als die grüne Party, muss man sagen. Nicht noch die Zechen aufmacht und Kohlendioxid da noch zusätzlich reinhaut und die Atomkraftwerke da einfach absperrt. Für die Gesundheit muss man schon denken. Aber es ist auch wirklich so, wenn wir heute 50% weniger alle Fleisch essen würden, dann hätten wir auch noch eine bessere Luft. Das kommt auch noch dazu. Aber als allererstes ist es wichtig, für deine Gesundheit halt auch und das Tierwohl, sage ich jetzt mal, das ist ganz, ganz wichtig und da kann man viel dran ändern. Leute, die mit Krebsprobleme hatten oder die zu Krebs tendieren in der Familie und so weiter, bitte Fleisch weg oder reduzieren. Ja, dann will ich jetzt mal ein bisschen wechseln so von deiner, du warst ja Mr. Universe, warst du zweimal oder zweimal? Einmal. Okay, aber ich habe 4-mal gebraucht, erst beim 4. Mal habe ich es geschafft. So. Nie aufgegeben, Das war so meine Frage, wie bist du von Mr. Universe zu Schauspieler gekommen? Wie kommt man da so rüber? Naja gut, ich bin in den 80er Jahren war ich schon hier gewesen, habe schon immer ab und zu hier trainiert. Und nach dem Titelgewinn 1986 in Japan, in Tokio, der unter den IOC, also unter olympischen Bedingungen stattfand. Das heißt, wir wurden getestet auf Doping und alles Mögliche. Und das war dann auch ein großer, wichtiger Sieg, nicht nur fürs Bodybuilding, auch für mich. Dass man zeigt, aha, da war Professor Manfred Donecke damals dort,
Anyway, und es war der große Dopingjäger und so. Und, okay. Und da war nichts drin. Yeah. Aber ja, ich bin dann zum Bodybuilding gekommen, beziehungsweise zum Bodybuilding. Vom Bodybuilding langsam rüber. Ich habe es natürlich gesehen, was Arnolds Karriere gemacht hat, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren und so weiter. Deshalb hat dann nachher, als ich 1988, 89, habe ich mir nach dem Golan angerufen, habe versucht, an ihn heranzukommen. Das war ein unabhängiger Produzent. Okay. Und habe ich so lange, über eine Woche angerufen, bis ich vor seinem Büro stand und irgendwann gesagt hatte zur Assistentin zu ihm, ich bin 12 Stunden geflogen, um 5 Minuten mit ihm zu sprechen. Und da kam ich tatsächlich zu ihm oben hoch. Und so fing das an. Da hatte ich meinen ersten Film mit Cyborg. Okay, und dann später mit Roland Emmerich, Universal Soldier, mit Jean-Claude Van Damme wieder, mit Dolph Lundgren, mit mir. Und das war 92 und auch für Roland Emmerich der große Durchbruch für seine internationale Karriere. Ja, und bis hin dann eine eigene Sendung, also nicht eine eigene Sendung, eine eigene Serie gehabt mit Conan, die lief auch in über 80 Ländern damals. Und dann ging es weiter bis Gladiator, eben halt 1999 haben wir es gedreht, 2000, nachher wurde es nachher nominiert für den Oscar. Ja, das war toll. Wir haben 11 Nominierungen gehabt, 5 Oscars dann bekommen. Und ja, von da aus ging es immer weiter. Und so hat man sich dann immer wieder andere Ziele gelegt. Halt auch, ne? Nämlich, das war immer so, nämlich wenn man an die Deutschen denkt, in den Filmen waren es ja immer früher so, war immer ein Deutscher der Böse oder so, immer der Nazi. Du hast ja nie solche Rollen, haben die dir solche Rollen manchmal angeboten oder hast du die dann abgelehnt? Oder wie bist du hast ja nicht solche Rollen gemacht, oder, aber wie bist du da rumgekommen? Du hast ja, wie gesagt, Gladiator, das ist eine tolle Rolle, die du hattest. Und, und wir hatten damals auch Best of the Best und Viking Sagas, das waren halt alles auch Filme, wo ich die Hauptrolle hatte, und das waren mit New Line Pictures, die dann für Warner produzierten. Und ja, klar wurde mir mal schon die ein oder andere Nazi-Rolle angeboten, aber ich habe es versucht eben zu umgehen. Ich habe nichts um Gottes Willen dagegen, dass wenn Kollegen das gespielt haben, aber es ist in Ordnung, die leben in Deutschland und so weiter, aber wenn du hier lebst und so und deine Agenten und Produzenten sind alle auch jüdischer Herkunft überwiegend, dann habe ich das doch versucht zu umgehen, sage ich jetzt mal. Klar, verstehe. Okay. Es gibt bestimmt auch Rollen, die auch im Kriegszeitalter stattfanden, die vielleicht positiv waren, das hätte man dann gemacht, aber das war nicht nötig gewesen bei mir. Ich hatte ich hatte Actionfilme, Karatefilme, Comedy gemacht, Neuseeland und überall gearbeitet, und ja, und von daher, aber das war eine Sache. Was nachher wichtiger auch war für mich, weißt du, war auch die soziale Arbeit, mich für Jugendliche einzusetzen, was ich bis heute mache. Ich hatte damals mit Ursula von der Leyen, da war sie Familienministerin, starke Typen ins Leben gerufen, wo wir an Hauptschulen gehen, um den Schüler und Schülerinnen Berufe, Praktikumsplätze zu besorgen. Das heißt, wir sind dann an die Schulen gegangen, die Schüler und Schülerinnen haben sich vorgestellt und wiederum andersweitig haben sie ein Praktikum bekommen und dann auch später einen Beruf. Und bis heute mache ich das. Ich setze mich für Facharbeiter jetzt ein, dass wieder auch Handwerker, Handwerkerinnen kommen. Also nicht nur wichtig, viele Leute mit einem großen Bekanntheitsgrad setzen sich Gott sei Dank für gewisse Sachen ein, um diese Sachen, die Themen, die im Schatten sind, ins Licht rein zu befördern. Genau, dass sie nicht vergessen werden. Und da kann man auch eine Menge natürlich dann auch für zu tun. Ne? Genau, ja, wie gesagt, Gladiator war eine Wahnsinnsrolle, und da denkst du bestimmt noch immer dran. Ich fand dich jetzt auch super toll in Bierfest. Bierfest war einer meiner Lieblingsfilme, habe ich glaube ich 100-mal schon gesehen. Aber was bedeutet Gladiator für dich? Mein Gott, war klar, es ist immer ist ein Film, der nach wie vor nach 24 Jahren immer noch gesendet wird. Es gibt übrigens jetzt den nächsten zweiten. Genau, davon habe ich gehört. Was weißt du davon? Was ja gut, das ist mit Denzel Washington. Das ist das Cast ist ja mit Russell Crowe und Joaquin Phoenix und mit mir und Djimon Hounsou. Der hat überlebt zwar, ich weiß nicht, ob beim zweiten Teil ist, aber auf jeden Fall, wir waren ja alle verstorben, wurden heldenhaft in der Arena gestorben. Und das ist jetzt, er hat dann nochmal, werden wir sehen. Ist der Russell Crowe auch im neuen? Nein. Nee, aber Denzel Washington ist dabei. Ja, aber der war der ist so ein großer Schauspieler. Und man wird sehen, hoffen wir, dass er erfolgreich wird. Klar. Gönne ich ihn auf jeden Fall, obwohl es wird immer schwer sein, so einen Film zu übertreffen.
Ja, das meine ich. Weil der läuft heute noch nach 24 Jahren ständig überall auf weltweit. HBO, genau. Überall, wo du guckst. Ja. Und, so aber ich freue mich trotzdem schon drauf. Und Ridley Scott ist ein fantastischer Regisseur. Und offenbar, dass er da... Hat der den neuen auch? Der hat den neuen auch gemacht. Der ist fertig abgedreht und kommt im November in die Kinos. Oh, wow, schon. Okay. Das geht dann ruckzuck. Gut. Ja.